Organifarms ist ein Startup aus Konstanz und wir entwickeln Automatisierungstechnologie für Gewächshäuser und für Vertical Farms. Und ganz speziell entwickeln wir Farmroboter und unser erstes Produkt ist Berry, unser Ernteroboter für Erdbeeren, der neben der Ernte auch die Qualitätskontrolle und das Verpacken der Früchte automatisiert. Für uns war da die Zukunft der Landwirtschaft ein Thema, die Zukunft der Ernährungsproduktion. Wie kann man das so gestalten, dass das im Kontext des Klimawandels in der wachsenden Weltbevölkerung zukunftsfähig ist? Das war eben auch der große Grund, warum wir uns dazu entschieden haben, Automatisierungstechnologie für den landwirtschaftlichen Bereich zu entwickeln, um da eben einen Beitrag zu einer nachhaltigen und fairen Ernährungsproduktion zu leisten. Im landwirtschaftlichen Bereich besteht ein großer Personalmangel, vor allem eben bei arbeitsintensiven Aufgaben wie bei der Ernte. Und der Berry kann eben dazu beitragen, diese Arbeitskräfte, die fehlen, zu ersetzen. Und gleichzeitig kann er eben dadurch auch Sicherheit schaffen und die Qualität der Früchte konstant halten bzw. dafür sorgen, dass weniger Früchte weggeschmissen werden müssen, weil er die Frucht eben bei der Ernte auch nicht berührt und so keine Druckstellen oder andere Mängel entstehen. Ganz am Anfang haben wir Gründer uns auf einem Hackathon kennengelernt. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Regionen und unterschiedlichen Bereichen und das ist auch so ein bisschen den Spirit, den wir weitergetragen haben, als wir unser Team aufgebaut haben. Also Ländergrenzen waren da für uns keine Begrenzung für die Auswahl unserer Teammitglieder und so ist es auch dazu gekommen, dass unser Team jetzt auch aus unterschiedlichen Herkunftsregionen kommt. Also beispielsweise haben wir Entwickler aus Mexiko oder Indien und genau, wir sprechen auch im Team häufig Englisch, einfach damit sich alle auch gut verständigen können und freuen uns auch weiter, das Team auch international aufzubauen und so weiterzuwachsen. Weil wir denken, es ist sehr wichtig, dass man unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Hintergründe zusammenbringt, um dann gemeinsam was zu schaffen. Mit unserem ersten Produkt sind unsere ersten wichtigsten Zielmärkte die Niederlande und Großbritannien und Belgien, zusätzlich zu Deutschland. Vor allem in den Niederlanden ist eben der Erdbeeranbau sehr weit verbreitet. Wir sind von Anfang an sehr stark in den Austausch mit potenziellen Kunden gegangen, direkt auch global, einfach um auch den Markt einschätzen zu können und zu sehen, wie sieht es aus in unterschiedlichen Ländern, was sind da die Herausforderungen und gibt es vielleicht auch Unterschiede bei den Problemen, bei den Kultivierungstechniken und da waren für uns internationale Messen sehr wichtig, aber auch Workshops und Netzwerke. Und so sind wir beispielsweise auch Mitglied in der Farmtech Society und Association for Vertical Farming, um uns eben mit der internationalen Community genau in unserem Bereich austauschen zu können.